In der Godot Engine 4.6 gibt es mit dem Development Snapshot 1 vom 30. September ein neues Verhalten hinsichtlich Control Nodes. Denn jetzt ist die Frage, wie erhalten diese eigentlich ihren Fokus? Man unterscheidet jetzt grundlegend zwischen Maus oder doch Input Actions via Gamepad oder Tastatur. Welche Änderungen gibt es? Wie kann man das alte Verhalten wieder aktivieren? Und was solltest du in jedem Falle wissen? Ich zeige es dir in der heutigen Folge von Godot 4.6 in 10 Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted. Lass gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefällt. Abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Und wie immer gilt, Fragen und Feedback kannst du gerne in die Kommentare posten. Und schon geht's rein in die Engine. Bevor wir uns die Änderungen hinsichtlich 4.6 anschauen, erstmal eine kurze Erklärung unseres Setups für diese Folge und auch ein Grundverständnis über Control Nodes in der Godot Engine. In der Godot Engine ist jede Art von UI-Node grundlegend vom Typ Control. Wenn ihr mal hier oben auf das Plus geht und eine Node einfügen wollt, findet ihr hier in grün Control. Darunter könnt ihr nochmal sehr viele Gruppen aufklappen, wie eben Container oder auch verschiedene Formen von Buttons. Ihr habt verschiedene Textfelder zum Bearbeiten, Farbrectangles, Graphen, Auswahlelemente für Slider und Co., Dropdowns, Menüs, Tabs, all das sind Control Nodes. Oder anders gesagt, alles, woraus die Godot Engine hier oben selbst besteht, auch davon ist jedes einzelne Element hier eine Control Node. Und genau das können wir eben als Basis nutzen, um selbst UI für unsere Spiele und Anwendungen zu entwickeln. Jetzt ist natürlich die erste wichtige Frage, naja, was hat denn so eine Control Node für Eigenschaften? Nehmen wir mal hier unseren Button. Der Button leitet ab von der Klasse BaseButton und BaseButton wiederum leitet ab von der Klasse Control. Im Bereich Control hier unten können wir für diese Control Node hier verschiedene Bereiche einstellen, unter anderem hier Fokus. Und hier gibt es Eigenschaften wie zum Beispiel Nachbar links, oben, rechts und unten, sowie auch nächster und vorheriger. Dann den Fokus-Modus als solches, eben zwischen Klicken, alle und Accessibility. Und das Behavior Recursive, was übrigens ein Feature aus Godot 4.5 ist, denn jetzt gilt das Verhalten nicht nur für diese Control Node selbst, sondern auch für alle untergeordneten Nodes. Das heißt, wenn unser Button B bis G nicht hier auf der gleichen Ebene wären, sondern direkt unter Node A untergeordnet, dann könnten wir jetzt hier unten sagen Behavior Recursive deaktivieren und damit ist weder die Node A noch alle untergeordneten Nodes mehr fokussierbar. Hingegen enabled wäre halt, sie könnten Fokus haben und Standard hier oben ist abgeleitet von dem übergeordneten Element. Wenn wir das mal rückgängig machen, haben wir wieder alle auf derselben Ebene hier mit Steuerung Z und das ist ja unser Beispiel für das heutige Video. An der Stelle aber auch der Hinweis, selbst Maus-Events könnt ihr hier unten konfigurieren. Denn mit dem Filter hier könnt ihr einstellen, ob Maus-Events durchgehen sollen oder ob sie hier auf bestimmten Control-Nodes ignoriert werden sollen. In dem Fall hier Stop heißt, wenn das Event hier ankommt, wird es hier verarbeitet und beim Rest ignoriert. Pass würde eben erlauben, dass es durch das Element hindurch geht und noch weitere Nodes dahinter getroffen werden könnten. Und Ignore heißt, wir lassen hier gar keine Maus-Events überhaupt zu. Die sind uns alle komplett egal. Darunter auch wieder aus Godot 4.5 das Verhalten rekursiv. Sind Maus-Events eben auf diesem Element erlaubt? Ja oder nein. Das gilt auch wieder für die Node selbst und für alle untergeordneten Control Nodes. Das sind so die wichtigsten Eigenschaften, die man bei Control Nodes in jedem Falle wissen sollte. Und wir bleiben auch heute vor allem hier im Bereich Fokus hier oben und damit gucken wir mal jetzt weiter. In der Godot Engine kannst du UI-Navigation durch Input-Actions, also eben Tasten oder Gamepad-Buttons, komplett vollautomatisiert machen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Und dafür musst du die Input-Actions erstmal kennen.
Oben links im Bereich Project, dann Project Settings, gibt es hier den zweiten Reiter Input Map. Und wenn du dann auf der rechten Seite hier Show Built-in Actions aktivierst, findest du von oben nach unten eine Liste. Unter anderem UI Accept, das können wir eben mit Enter auslösen. UI Select mit Space, UI Cancel mit Escape, UI Focus Next oder Previous mit Tab und Shift Tab, UI Left mit dem linken Pfeil, nach rechts mit dem rechten Pfeil, nach oben mit dem Pfeil nach oben oder auch mit dem Pfeil nach unten navigieren. Sowie auch hier Elemente für UI Page Up und Page Down, Home Button und UI Beenden. Ihr seht, bei manchen Input Actions hier sind auch automatisch Gamepad Buttons hinzugefügt, inklusive den Sticks, und ihr könnt also durch diese internen Actions problemlos die Buttons navigieren. Wenn ihr jetzt diese Input Actions kennt, dann könnt ihr hier im Bereich Fokus entsprechend Nachbarn festlegen. Ihr habt eben gehört, es gibt UI Left, Right, Up und Down. Also eben nach links, rechts, oben und unten navigieren. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt aktuell den Button A hier oben ausgewählt. Wenn ihr jetzt den Pfeil nach rechts drücken würdet, was erwartet ihr? Ganz simpel, der Button B soll ausgewählt werden. Oder meinetwegen auf dem D-Pad der Button nach rechts oder den Left Stick auf dem Gamepad nach rechts drücken. Dann soll ja der Fokus von A nach B gewechselt werden. Das können wir einfach hier eintragen. Wir wählen unsere Node-Button A aus, sagen, unser Nachbar auf der rechten Seite ist Button B. Wenn wir jetzt den Pfeil oder eben das D-Pad oder den Stick in diese Richtung drücken, landen wir auf Button B. Umgekehrt eben, wenn wir auf Button B sind und wir würden den Pfeil nach links drücken mit der Input Action UI Left, dann landen wir wieder auf Button A, weil wir hier unten den linken Nachbarn eingetragen haben. Das heißt, ihr braucht keine einzige Zeile Code, ihr könnt einfach das interne UI-System von Godot nutzen und so die passenden Referenzen hier unten auf die anderen Nodes eurer Szene setzen. Das aktuelle Verhalten wäre hierbei wie folgt. Ihr klickt mal hier auf Button A, ihr merkt, da passiert nichts. Wenn wir jetzt mit den Pfeiltasten mal navigieren, von A auf B oder umgekehrt, nach unten, nach rechts, nach oben, nach links, ihr könnt hier gucken, wir navigieren hier nur über die Tastatur, ohne unsere Maus zu nutzen. Und einen Button drücken können wir eben mit UI Enter mit der Enter-Taste. Was hat sich jetzt in der Godot Engine 4.6 Development Snapshot 1 verändert? Ganz simpel gesagt, die visuelle Darstellung, ob ein Element wirklich fokussiert ist oder eben nicht. Denn das hat vorher Leute verwirrt. Nehmen wir mal hier unsere UI hier oben dazu und gehen mal unten die Testfälle durch. Die erste Zeile beschreibt, dass wenn wir eine Control Node mit der Maus anklicken und in den Fokus geben, dass es dann nicht mehr visuell markiert wird. Okay, wir klicken mal Button G hier an. Ihr merkt, Button G wird mehrfach geklickt, aber der weiße Rahmen drumherum erscheint nicht. Intern gilt dieses Objekt aber weiterhin als fokussiert, denn ihr könnt jetzt zum Beispiel mit der UI Enter, also eben Taste Enter auf dem Keyboard, den Button weiter drücken und auch mit dem UI Select über Leertaste könnt ihr den Button hier drücken. Dann als nächstes, wenn wir erfolgreich mit eben den Input Actions, egal ob Keyboard oder Gamepad, zu anderen Control Nodes und dessen Nachbarn navigieren. Eben hier die Pfeiltasten, ihr seht, der weiße Rahmen kam gerade und wir können hier problemlos durchwechseln, der erscheint wieder. Dann, wenn wir auf ein anderes Control Node wechseln wollen, aber der Fokus dorthin würde auf dem gleichen Element landen. Also wir drücken jetzt mal von Button A nach links, weil ich dort als Neighbor Left eingetragen habe, dass wieder Button A kommen soll. Wir bleiben da drauf, es ist weiterhin sichtbar. Wenn wir mit der Maus auf ein anderes Control Node klicken, während wir bereits aktuell ein aktiv fokussiertes Element haben, der weiße Rahmen verschwindet. Dann auch neu,
Wenn wir mit der Maus ein bereits fokussiertes Element drücken, wie jetzt eben gerade den Button, hier Button F zum Beispiel, und wir klicken drauf, das ist dann nicht mehr sichtbar und nicht mehr als gefokust markiert. Und der letzte Anwendungsfall ganz unten, und zwar beim Verwenden der Control Grab Focus Methode oder Funktion, der löst das Ganze etwas auf. Denn jede beliebige Control Node, ob Button, ob Panel, ob Dropdown oder Label oder was weiß ich, kann die Methode Grab Focus aufrufen via Code. Und hier ist ein Parameter neu, nämlich hier drin dieses True oder False. Nur wofür genau steht das eigentlich? Wenn wir mal einen Blick in die Godot Doku werfen in der 4.5, da gibt es noch gar keine Info darüber. Die sagt nur grundlegend aus, dass das Element den Fokus auf sich legt und von dem vorherigen Element entfernt. Wenn wir aber mal in der Godot Engine 4.6 sind und wir machen mal unter anderem hier GDScript auf und schreiben mal diese Methode hin, dann finden wir die Info, dass dieser Parameter hier Hide Focus heißt. Und im zweiten Absatz gibt es die Info, wenn Hide Focus auf True gesetzt wird, dann zeigt dieses Control Node Element nicht visuell an, dass es ausgewählt ist. Und das ist eben die große Änderung in Godot 4.6. Denn wenn wir jetzt einen Button mit der Maus anklicken, zum Beispiel eben den Button B hier oben, der wird weiterhin fokussiert, aber visuell sieht es nicht so aus, als ob er fokussiert wäre. Das ist quasi das neue Verhalten. Und wenn wir jetzt mit den Pfeiltasten mal nach rechts navigieren, ist auf einmal spontan C markiert. Wenn wir mal hier unten in F reinklicken, dann ist F wieder ausgewählt, aber nicht markiert. Und beim Drücken von entweder Enter für UI Enter können wir den Button drücken und auch mit Space funktioniert das. Das ist also die kleine Änderung unter der Haube, die aber für weniger Verwirrung bei den Anwendern sorgt. Denn jetzt kannst du nicht denken, oh, ich kann mal spontan hingehen und drück mal den Pfeil nach rechts. Ja, nee. Du kannst es schon, aber visuell wird es dir nicht mehr angezeigt. Wenn du lieber das alte Verhalten aus der Godot Engine 4.5 oder davor haben möchtest, dann kannst du über die Projekteinstellungen hier auf der linken Seite die Kategorie GUI aufsuchen und dort in der zweiten Unterkategorie Common, also Allgemeines hier, die zweite Einstellung Always Show Focus State auf True setzen. Wenn diese hier aktiviert ist und du wieder Play drückst, dann gilt es wie vorher. Ein Klick erzeugt auch automatisch den Fokusrahmen wieder und Objekte bleiben jetzt direkt visuell markiert. Ist natürlich die Frage, was von beiden du eher haben möchtest und wo es dir mehr hilft. Aber das war das heutige Video rund um Control Nodes in der Godot Engine. Jetzt weißt du, wie du alleine damit eine UI aufbauen kannst im Groben, wie du zwischen Elementen hin und her navigieren kannst, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, was das Recursive-Verhalten aus Godot 4.5 macht und welche kleine Änderungen es in Godot 4.6 hier gibt. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn ja, gib hier gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Abonniere auch sehr gerne, wenn du mehr Godot sehen möchtest. Wie immer gilt, hast du Fragen zu Godot, schreib sie gerne mal in die Kommentare, genauso wie auch Feedback und Fragen zu diesem Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.